Heute geht es um ein Thema, das jeder kennt, der eine Sprache lernt. Motivation. Oder besser gesagt, was mache ich, wenn ich keine Motivation habe? Wie schaffe ich es, dran zu bleiben, jeden Tag ein bisschen zu lernen, auch wenn ich müde bin, gestresst oder einfach keine Lust habe? In dieser Folge bekommst du praktische Tipps, wie du motiviert bleibst, eine kleine Geschichte und am Ende eine einfache Strategie, mit der du jeden Tag kleine Fortschritte machst. Also bleib dran! Teil 1: Die Wahrheit über Motivation. Fangen wir mit einer kleinen Wahrheit an. Motivation kommt und geht. Sie ist wie das Wetter. Manchmal scheint die Sonne und manchmal regnet es. Viele denken, ich muss motiviert sein, um zu lernen. Aber das stimmt nicht ganz. Erst wenn du anfängst zu lernen, kommt die Motivation. Meistens nicht vorher. Beispiel: Du willst heute Deutsch lernen. Du hast keine Lust. Du bist müde. Aber du nimmst dir trotzdem 5 Minuten. Nur 5. Du hörst ein paar Wörter, liest einen Satz, schaust ein kurzes Video. Plötzlich merkst du, das war gar nicht so schlimm. Vielleicht mache ich noch 5 Minuten. Und zack, du bist drin. Die Motivation kommt durch das Tun. Teil 2: Meine persönliche Phase ohne Motivation. Eine kleine fiktive Geschichte. Am Anfang war alles super. Ich hatte ein Ziel. Ich wollte eine neue Sprache lernen. In meinem Fall war es Französisch. Ich war hochmotiviert. Ich hatte mir eine schöne App installiert. Ich hatte ein kleines Vokabelheft. Ich hatte sogar eine Liste mit Zielen für jede Woche. Die ersten Tage liefen großartig. Ich war fast ein bisschen stolz auf mich. Aber dann kam der Alltag. Ein stressiger Arbeitsalltag. Kaum geschlafen, viel zu tun. Und ich dachte, ach, heute nicht, morgen wieder. Dann kam der nächste Tag. Und wieder war etwas los. Kopfschmerzen. Ein bisschen schlechte Laune. Und wieder dachte ich, heute ist kein guter Tag. Ich hole das am Wochenende nach. Und dann war es plötzlich eine Woche. Dann 2. Und dann gar nichts mehr. Kennst du das? Ich fühlte mich schlecht. Ich dachte, warum kann ich mich nicht aufraffen? Ich hatte so gut angefangen. Und jetzt? Ich fühlte mich wie ein kompletter Anfänger. Wieder bei 0. Und vor allem dachte ich bin einfach nicht motiviert genug. Ich bin zu faul. Ich bin undiszipliniert. Aber irgendwann habe ich begriffen, ich habe nicht aufgehört, weil ich schlecht war, sondern weil ich dachte, ich muss immer perfekt motiviert sein. Und das stimmt nicht. Motivation ist keine Voraussetzung zum Lernen. Motivation ist oft die Folge vom Lernen selbst. Ich habe akzeptiert, dass ich nicht jeden Tag viel machen muss. Ich habe gelernt, es reicht, wenn ich jeden Tag einen Minischritt mache. Manchmal war das nur ein Satz, ein Wort, eine Minute zuhören. Und das Verrückte? Wenn ich einmal angefangen hatte, kam oft die Lust von allein. Ich habe aufgehört, auf Motivation zu warten und angefangen, einfach zu machen. Nicht perfekt und nicht viel, dafür aber regelmäßig. Und genau da fangen wir gleich im nächsten Teil an. Was kannst du konkret tun, um motiviert zu bleiben oder um dich selbst zu motivieren, wenn du eigentlich gar keine Lust hast? Teil 3: Tipps, um motiviert zu bleiben. Hier sind Tipps, wie du dranbleiben kannst, auch wenn die Motivation nicht da ist. Erstens, mach es dir einfach. Mach das Lernen so leicht wie möglich. Öffne die App direkt auf dem Handy.
Speichere eine Lieblingsseite in den Favoriten. Leg das Vokabelheft auf deinen Schreibtisch. Wenn es einfach ist anzufangen, brauchst du weniger Energie und machst eher mit. Zweitens, fang mit 2 Minuten an. Sag dir, ich mache nur 2 Minuten, dann darf ich aufhören. Oft lernst du dann noch 10 oder 20 Minuten, aber der Druck ist weg. Drittens, bau eine Gewohnheit auf. Lernen wird leichter, wenn es zur Routine wird. Zum Beispiel jeden Tag nach dem Frühstück oder vor dem Schlafen. Tipp: Verknüpfe das Lernen mit etwas Schönem. Lern beim Kaffee. Hör einen Podcast beim Spazierengehen. Lies ein paar Sätze in der Badewanne. Viertens, nutze Mini-Aufgaben. Nicht jeden Tag musst du Grammatik pauken. Du kannst auch mal nur 3 neue Wörter lernen, einen Satz schreiben, ein TikTok auf Deutsch schauen, eine Notiz laut vorlesen. Jeder kleine Schritt zählt. Fünftens, belohne dich. Gib dir eine kleine Belohnung, wenn du gelernt hast. Zum Beispiel ein Stück Schokolade, 10 Minuten Social Media, eine Folge deiner Lieblingsserie, vielleicht sogar auf Deutsch. Sechstens, führe ein Lerntagebuch. Schreib auf, was hast du heute gemacht? Was hast du gelernt? Wie hast du dich gefühlt? Das hilft, deine Fortschritte zu sehen und gibt dir Motivation für morgen. Siebtens, denk an dein Warum. Frag dich, warum lernst du Deutsch? Weil du in Deutschland leben willst, einen Job suchst, reisen möchtest. Schreib dein Ziel auf und häng es an die Wand. Wenn du dein Ziel kennst, findest du immer einen Weg. Also, was haben wir heute gelernt? Motivation ist nicht immer da, aber du kannst trotzdem anfangen. Es reicht, wenn du jeden Tag ein bisschen machst. Mit kleinen Schritten, klaren Zielen und etwas Spaß bleibst du dran. Ich will dich heute ermutigen. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur weitermachen. Und du darfst Fehler machen, viele sogar, denn sie bringen dich weiter. Hast du manchmal Motivationsprobleme beim Lernen? Was hilft dir, dran zu bleiben? Schreib es mir gern in die Kommentare. Bleib dran, bleib mutig und mach jeden Tag einen kleinen Schritt. Bis bald. Tschüss.